Ich bin live, 34 Jahre alt, komme aus Kiel und ich zeige euch heute meinen Golf 1. Den 1er habe ich 2015 gekauft, als Karosse. Der ist original vom Baujahr 83 mit 50 PS, hatte dann aber einen 16V drin, den ich dann mal gleich wieder rausgeschmissen habe und den 1,8 Turbo eingebaut habe, der jetzt mittlerweile so 181 PS plus leistet und ja, ich bin damit auch sehr zufrieden. Jetzt mittlerweile mit BBS E50 auch schon diverse Radsätze gehabt, aber so wie er jetzt dasteht, ist es quasi mein Traum. Ich bin schon immer auf der VW-Schiene ich bin auf der VW-Schiene groß geworden und für mich war halt klar, irgendwann gibt es nochmal einen Golf 1 und ich hatte jahrelang einen Golf R32 gefahren, dann kam ein Kind und den habe ich dann verkauft und musste aber irgendwas zum Bauen haben. Daraufhin habe ich mir einen Golf 1 gekauft, den ich schon immer haben wollte und den wusste ich auch schon, der kriegt einen 1,8 Turbo und so hatte das schon im Kopf. Und, ja. Ich habe mir den Golf 2015 gekauft. Und war Zufall, der stand hier um die Ecke, bei Kleinanzeigen inseriert. War zwar relativ teuer, aber der hatte ein paar Sachen, die auf jeden Fall ausschlaggebend waren, dass ich ihn kaufe. Wie zum Beispiel die kleinen Rückleuchten, die Bronzeverglasung. Und ja, der Zustand war nicht gut, aber man kriegt ja auch keinen Golf 1 mehr in Top-Zustand für normales Geld. Deswegen. Also das erste, was ich gemacht habe, war den komplett zerlegen, also komplett bis auf die nackte Karosse. Und dann musste ich noch ein Dreivierteljahr warten, bis der Lackierer Zeit hatte. Und dann als erstes wurde der Lack gemacht. So, und als der Lack fertig war, habe ich langsam angefangen, den aufzubauen. Habe auch viele Sachen 2- oder 3-mal gemacht, weil man damit nicht zufrieden war. Und weil dann doch nochmal eine Nummer größer, weil irgendwie kam dann der Gedanke immer, ach, ich will doch nochmal ein bisschen mehr Leistung fahren. Und von daher habe ich dann immer gleich schon groß gebaut, sodass das auch alles hält. Ja, den 1,8 Turbo hatte ich aus einem TT genommen und umgebaut, dass er halt in Golf 1 passt, aber es ist ja kein großer Aufriss. Und das war auch fast das erste, was da drin war in dem Auto. Da war kein Kabel drin, keine Sitze, nichts, aber der Motor saß schon mal. Ja, und dann habe ich nach und nach die ganze Karosse zusammengebaut, sodass ich das erste Mal starten konnte, fahren konnte. Und ja, es hat auf jeden Fall überzeugt, dass ich den noch auf jeden Fall so weiterfahren wollte. Und dann habe ich erst mit Serienausstattung gefahren, dann habe ich doch nochmal umgebaut auf Schalensitze und ja, dann die Bremse war dann doch nicht so oder dann noch zu klein, dann passte das alles nicht, dann musste die doch größer, dann habe ich hinten nochmal umgebaut auf größere Bremsanlage vom R32, dann ja, diverse Radsätze von OZ Super Turismo zu Etabeta Turbo, BBS Le Mans und jetzt E50 und das ist auch für mich die beste Felge für das Auto, es passt perfekt und die wird auch drauf bleiben erstmal. Genau.
Ich hatte das Problem, dass die Karosse so weich ist, dass er sich immer so da verzogen hat. Es hat alles geknarzt und geknurrt, wenn man Vollgas gegeben hat. Und da habe ich gesagt, ich kann nicht mehr ohne Käfig fahren. Ich hatte zwar Domstrebe vorne, unten, hinten, alles drin, aber es hat nicht gereicht. So habe ich mir dann von Wiechers einen Überrollkäfig gekauft, komplett mit allen Streben und alles, was dazugehört. Und seitdem ist es auch relativ stramm, das Auto, fährt auch wirklich vernünftig. Ich kann auch das Lenkrad loslassen beim Vollgas geben. Der fährt immer geradeaus, das ist wirklich schön. Und die Recaro Pole Position, die musste natürlich zur Gesamtoptik von diesem GTI quasi passen. Und daraufhin wurden die Mittelteile in dem Original 76er Karo-Muster gesattelt. Und ja, so ist das halt stimmig alles, passt halt perfekt zusammen. Genau. Also das Fahren mit dem Auto ist halt schon ein Abenteuer, weil die Leistung doch recht brachial ist für diese Größe von dem Auto. Und wenn man damit so auf einer normalen Straße fährt, ist schon, ja, das kann man mit nichts vergleichen. Das ist einfach der Oberhammer. Das fängt alles an ja, es wird halt unfassbar laut. Man kann sich nicht mehr unterhalten im Auto, weil die Karosse einfach wie so eine Blechdose ist. Und ja, von der Geräuschkulisse vom Motor denkt man sitzt direkt oben auf. Man hört nur Ansaugen vom Turbolader, man hört dieses Geknalle hinten aus dem Auspuff und ja, das ist, ja, also es zaubert einem jedes Mal ein Lachen ins Gesicht, wenn man damit fährt. Und man kann es einfach nicht beschreiben, man muss das erfühlen. Also wenn ich jetzt sage, das Auto ja, geht wie die Sau, dann stimmt das zwar und das glaubt mir bestimmt auch jeder, aber man kann es erst richtig fühlen, wenn man damit fährt. So, das muss man wirklich erlebt haben. Das H&R Deep ist die erste Stufe sozusagen, das Rebound 30, weil so tief kann ich mit dem Auto nicht fahren. Also das, was jetzt geht, ist wirklich komplettes Maximum, weil die Ölwanne sonst auf dem Boden schleift und ja, die Reifen sind ja die 195er, nicht die 185er, von daher war da eh nicht so viel Platz. Und ja, es fährt sich wirklich sehr gut, also es ist nicht zu hart, nicht zu weich, schleift nichts und ja, für mich immer noch Nummer 1. Der rote Golf 1 ist mir damals in die Hände gefallen. Ich hatte den weißen schon angefangen und dann kam plötzlich dieses Auto eingestaubt, wie man das halt so in einigen Filmen oder so mal sieht, also so ein Scheunenfund in die Werkstatt und ja, ich konnte den dann von einer alten Dame günstig abkaufen, weil sie ihn nicht mehr fahren wollte oder konnte und habe danach erst gesehen, dass er erst 2800 Kilometer runter hatte. Und ja, so ein Auto bekommt man nie wieder. Und ich hatte ihn jetzt nur ganz leicht umgebaut, 50 PS Original. Wirklich alles Serie gelassen, außer halt ein H&R Fahrwerk und ein Besatz Räder. Also der hat OZ Turbos normalerweise drauf. Die werden jetzt aber einmal aufbereitet und jetzt nur mal so zum Gucken, wie das aussieht, habe ich die Le Mans drauf gesteckt. Und ja, das ist ein Auto zum Verlieben und für sonntags mal zum Brötchen holen und so ist das halt genau das Richtige. Ich habe noch einen Käfer, der ist ein 1302, ist halt ziemlich gammelig gewesen, als ich ihn gekauft habe und habe mich entschieden, den einmal komplett zu sanieren, einmal alles zu machen mit Lack, Karosse, ein bisschen schweißen und naja, Umbau auf 67er Optik und, also es ist viel Arbeit und ich habe da noch nicht angefangen, weil ich noch nicht richtig den Elan dazu habe, aber werde jetzt dieses Jahr auf jeden Fall anfangen und ja, der Motor ist ein 1600er mit Doppelweber-Vergasern. Alleine das Geräusch ist schon jedes Mal das Schlüssel umdrehen wert. Das ist der Hammer. Das ist, wenn man damit fährt, man denkt, man sitzt wirklich im Vergaser drin. Das ist nur am Saugen und das ist wirklich der Hammer. Also, so ein Auto braucht jeder in der Garage, ist so. Ja, ich danke meiner Familie auf jeden Fall, dass sie dieses Hobby mich machen lässt, nicht unterstützt, aber mich machen lässt, weil sie nimmt das hin, ist nicht so ihr
Favorite, dass ich das mache, aber ist alles gut. Ich soll mein Hobby leben und das mache ich auch. Und ja, ich danke noch meinem Kumpel Marv, der das Auto lackiert hat. Das immer noch perfekt so steht seit 5 Jahren, ohne dass irgendwas passiert ist. Und ne, sonst brauche ich keinen danken. Das habe ich selber gemacht, sonst alles. Ja. Okay. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen hoch. Wenn ihr irgendwelche Anregungen für mich noch habt, um das Auto noch zu verändern oder ob es euch so gefällt, wie es ist, würde ich mich in den Kommentaren darüber freuen, wenn ihr es reinschreibt. Und also ihr könnt den Kanal abonnieren und vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Soldier.